Hier vorne haben wir den kleinen Dieselfilter sitzen. Den könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen, das seht ihr aber im Laufe dieses Videos nochmal viel genauer. Und dieser kleine Dieselfilter hat jetzt natürlich diese Ausflockung auch ausgefiltert. Und da ist es mir jetzt wichtig zu sehen, dass dieser Dieselfilter auch einwandfrei ist, dass da wieder ein frischer reinkommt. Und sehr interessant, wie sieht dieser Dieselfilter jetzt aus? Da habe ich ein kleines Arrangement mit meiner Werkstatt gemacht, dass ich seine Werkstatt ein bisschen vorstelle, und dafür darf ich mit in die Werkstatt hinein und kann euch zeigen, was bei der kleinen Inspektion alles gemacht wird und insbesondere, wie der Dieselfilter jetzt aussieht. Ja, also wenn das okay ist. Also ich bin Michael. Ich bin Martin. Wunderbar, Martin. Martin macht mit mir jetzt die Fahrzeugaufnahme, denn der geht jetzt in die kleine Inspektion und das ist hier normales Prozedere. Einmal zusammen mit dem Kunden das Fahrzeug durchsprechen. Wunderbar. Bekannte Probleme? Irgendwas, was zu beachten ist? Nichts. Na, also läuft super. Bin begeistert vom Fahrzeug an sich. Letzter Ölwechsel ist auch noch gar nicht so lange her. Also den habt ihr jetzt bei, ich glaube, bummelig 29.000 und jetzt sind wir bei 35.000. Okay. Na? Aber ich habe mir jetzt gesagt, kleine Inspektion vorziehen, wie wir besprochen hatten. Ich hatte die leichte Eintrübung im Diesel genau. und will da auf Nummer sicher gehen, dass ich mir da nichts eintrage. Ne? Und dann machen wir Gut, dann gehen wir einmal das Fahrzeug erstmal rum. Hauptuntersuchung nächsten Monat fällig. Oh ja, die kriegen wir heute nicht mit weg, ne? Wenn die Fahrzeugpapiere dabei sind, kriegen wir das auch noch mit hin. Das ist die spannende Frage. Ich glaube, sie sind da, aber das müssen wir noch gucken. Ja, sonst sieht er schon mal gut aus. Das finde ich auch. Wartungsbuch dabei, Wartungsheft? Ja, Inspektionsheft habe ich dabei. Sehr gut. Nur beim Schein bin ich mir nicht ganz so sicher. Den bräuchten wir natürlich für einen TÜV dann. Richtig. Na? Ist letztes Jahr im Mai die Jo. Wartung gewesen bei 27.000. Jetzt haben wir 35.000, ja. So, und da haben wir, ach guck, was ich hier nicht Schönes gefunden habe. Eingriff und alles ist da. Serviceheft. Ja, weil da habe ich nämlich auch die Garantieverlängerung mit euch gemacht. Ne? Ja. Das ist ja auch letztes Jahr hier bei euch gewesen. So, dann haben wir noch eine Unterschrift. Ein Kaiser Wilhelm. Richtig. Dann machen Sie mal kurz den Kameramann. Ja. Dann halten wir hier mal fest. Ja, oben eine kleine Wartung haben wir da als Auftrag. Bei jedem Jo. Auftrag steht HU, Zahnriemen, Fälligkeit prüfen, Licht, Luft, Wasser, Ölstand kontrollieren und ob wir die Räder nach. Perfekt. Da habe ich mir gedacht, ich fähre jetzt für eine kleine Inspektion los und ganz übersehen, dass der TÜV schon fast fällig ist. Wäre natürlich super praktisch, wenn das heute gleich mit erledigt ist. Ah, da wird euer Sitz auch geschont hier. Prüfen wir mal das Frostschutz. Einmal ausspindeln. Genau, wir haben über 40 Grad. Das haben wir in Deutschland Eigentlich nie. eigentlich nie, somit in dem guten Bereich. Dann prüfen wir einmal Bremsflüssigkeit im Rahmen der Wartung, ob da Wasserinhalt von 1% drin ist. Wir haben hier das Prüfgerät. Normalerweise steht das in Wartung, dass alle 2 Jahre gewechselt werden muss. Wir haben uns aber ein Prüfgerät besorgt, wo wir ein Probemessen machen quasi. Ja, wie viel wirklich drin ist. Ne? Weil Genau. Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, die kann Wasser anziehen. Wenn sie dann nachher einen gewissen Grad an Wasser drin hat, kann sie Dampfblasen bilden, wenn die Anlage richtig heiß ist. Und dann tretet ihr im Pedal ein bisschen ins Leere. Hier sind wir noch weit weg von den 1%. Deutlich weit weg, genau richtig. Sehr schön. Schmeißen wir einen Blick im Motorraum, ob da Schläuche beschädigt sind, Undichtigkeit vorhanden sind, ob der Marder möglicherweise im Motorraum drin war. Das Licht ist in dem Fall auch minimal verstellt nach unten. Nach unten oder nach oben?
ist nach unten verstellt tatsächlich, dass es zu tief ist. Einmal die Fahrzeugbatterie befindet sich zwischen Fahrer- und Beifahrerfußraum. Ja. Diese Bereich, ich habe das einmal freigeräumt. Jetzt überprüft er. Ja. 140 Ampere fehlt uns ungefähr. Deshalb habe ich das Ladegerät schon mal bei den meisten Wohnmobilen ist das tatsächlich der Fall, dass der Batterie nachgeladen werden muss. Während wir die Wartung durchführen, schließen wir gleichzeitig das Batterieladegerät an, damit die Batterie nachher nach der Reparatur vollständig voll ist. Ja. Gibt es da entsprechenden Kontrollausdruck aus dem Gerät? Hier befindet sich bei dem 290er Modelle unsere Pluspol-Abdeckung Ja. für Fremdstart. Da kriegt man dann einmal das Plus drauf. Genau. Und das Minus kenne ich schon, das ist da vorne. Genau. Das Minus Da ist ist die hier Schraube dann entsprechend der Punkt, wo man drauf geht. ganz genau. Richtig. Unter die Abdeckung befinden sich die Sicherungen für Innenraum Und der OBD-Stecker, und der der berühmte. OBD-Stecker, genau. So, da hat er ihn gefunden. 2 Fehlercodes, ein Flash-Prozess. Genau. Wir gehen erstmal auf die Fehlercodes rauf hin. Fehlercodes haben wir Release Beifahrerfenster und Release Fahrerfensterheber. Da sind eigentlich keine Fehler vorhanden. Allerdings bei den Wohnmobilkunden sind diese beide Fehler standardmäßig immer drin, obwohl alles einwandfrei funktioniert. Das ist beim Umbau des Wohnmobils ist da ein ganz leichter Widerstand, welches Ja. aber keine Auswirkung hat auf das Fahrzeug. Also es hat tatsächlich, kommt noch aus dem ursprünglichen Umbau sozusagen. Genau, richtig, ja. So, wegen dem Flash, das sind unsere Steuergeräte jetzt bei dem Fahrzeug beispielsweise, haben wir Motorsteuergerät, AdBlue-Steuergerät, ABS-Steuergerät, Bodycomputer und Airbag-Steuergerät und Instrumenttafel. Die grüne Zeichen, das sind für Flash, vorhandene Flash bei dem Fahrzeug. Und wenn erst ein Fehler auftritt bei dem Fahrzeug, überprüfen wir als Werkstatt, ob der Fehler mit dem Flash behoben werden kann. Die Flash führen wir nicht einfach so durch, weil würde der Kunde wünschen, dass wir ein Flash durchführen, welches nicht fällig ist, Ja. das würde dann möglicherweise zu einer größeren Störung an dem Fahrzeug führen. Das heißt, Flash heißt auch wirklich ein Update ins Motorsteuergerät, in das jeweilige Steuergerät. In dann das jeweilige einzuspielen. Steuergerät einzuspülen, allerdings beim Auftreten bestimmter Fehlercodes. Ja. Wir haben hier beispielsweise den Fehlerpartikelsensor. Wenn Ja. ein Fehler mit diesem Fehlercode klicken Der wir ist, glaube ich, drauf. bei mir bei der großen Inspektion gemacht worden, der Flash. Genau, richtig, ja. Da wurde das schon gemacht. Wenn da ein Fehler auftritt mit Partikelsensor, dann soll diese Flash nochmal durchgeführt werden. Ja, ja. Fehler haben wir ansonsten nicht weiter drin. Somit setzen wir einmal den Ölwechsel zurück. Machen hier ein Schlüssel-Scharnier einölen, gleichzeitig eine Sicht Ja. prüfen. Was ihr jetzt eben nicht gesehen habt, weil da habe ich gerade Akku gewechselt. Hier werden auch die wohnmobilspezifischen Schlösser, also eben gerade ist der Toilettendeckel auch geschmiert worden. Ne? Also auf solche Sachen wird hier auch mit Wert gelegt. So einfach rückt man sich das Fahrzeug noch schnell zurecht. Ab geht's nach oben. Den Ölpeilschlauch haben wir abgezogen, damit das ganze Öl einmal Schön rauslaufen kann, ne? schön rauslaufen kann, genau. Hier haben wir so leichte Rissbildungen am Reifen. Das ist so beginnend tatsächlich. Gefährden ist das noch nicht so hundertprozentig, aber wir müssen in der Lage sein, dem Kunden darauf hinzuweisen, weil das auf der Innenseite tatsächlich auch anfängt. Ja. Eigentlich erstaunlich, die sind ja noch ziemlich jung. Ja, da habe ich auch noch vor, da soll eigentlich jetzt noch mal so ein Racegitter dahinter noch mal montiert werden. Das dass würde ich ich- mir die Steinschläge da erspare. Genau. Aber das habe ich letzte Saison nicht mehr geschafft. Es liegt schon zu Hause. Könnt ihr euch darauf freuen auf das Video. Ich hoffe, das schaffe ich diese Saison. Kurze, schnelle Handbewegung. Geübt. Jetzt kommt der Ölfilter.
kann bei den Dieselmotoren hauptsächlich nicht sagen, weil das Motoröl schwarz ist, dass das schon veraltert ist, weil bei den Dieselmotoren sich die Farbe von dem Öl tatsächlich ziemlich schnell verändert. Genau, in schwarz. Man kann in dem Ölfilter auch nicht direkt reingucken, weil da kleine Lamellen sind. Die Und da eigentlich alles festhalten, das ist ja auch ihr Zweck. genau, richtig, ja. Wenn das Motoröl läuft, machen wir dann den Durchsicht von unten. Das ist natürlich sehr praktisch. Das hatte ich nämlich sowieso vor, noch mal mit euch eine Unterbodenkontrolle zu machen. Jetzt kann ich das natürlich so richtig entspannt machen, ne? Ohne mit meinem Rollbrett unterm Auto drunter durchzurollen. Was mir jetzt sofort aufgefallen ist, tatsächlich, dass wir auf den Reifen hinten noch auffällige Rissbildungen haben, die tatsächlich noch auffälliger sind wie im Vergleich zu vorne. Das ist echt erstaunlich. Aber ich zeige euch das mal ganz von Dichten hier. Na, also die Reifen, die sind wirklich nicht gut. Das sehe ich ganz genauso. Komischerweise gibt es diese Reifenmarke mittlerweile auch gar nichts mehr auf dem Markt. Vielleicht ist hat das seinen Zusammenhang da. Genau, richtig. Die neue Bereifung, was hat der Ducato aktuell jetzt drauf? Die haben auch Continental oder Michelin aktuell. Also der Ducato wird mit Michelin momentan ausgeliefert. Ja, alles klar. Ja, da werde ich mich mal um Ersatz bemühen. Ne? Hier sieht soweit ganz gut aus. Ja. Der ist der einzige, wo wir jetzt diese kleine, feine Rissbildung noch nicht haben. Das sind die Anschlagpuffer. Genau, das sind die Anschlagpuffer, Stoßdämpfer sind dicht, haben keinen auffälligen Spiel. Bremssattel ist fest. Bremsbeläge vom Belag her, von der Innenseite sieht sehr gut aus noch. Ja. Ungefähr 80%. Auch hier. Auspuffhalterung. Hier befindet sich das AdBlue-Tank. Und hier ist der Kraftstofftank. Ja. Hier haben wir den SCR-Katalysator 2. Und da vorne befindet sich dann der Partikelfilter am Motor dran befestigt. Ja, da kommt man ja richtig gut ran, wenn man da mal ran muss. Ne? Genau, dazu muss die Vorderachse tatsächlich auch demontiert werden. Ja. Manschette ist dicht. Der Zahnriemen bei dem Fiat Ducato 2,3 Liter Motor ist alle 5 Jahre oder 192.000 Kilometer fällig. Bei den Wohnmobilkunden trifft er die 5 Jahre zu tatsächlich. Das ist meistens so. Genau, im Sehe ich bei mir ja auch, ich komme nicht so viel zum Fahren, wie ich will. Genau, richtig. Ja. Und da der Zahnriemen aus Gummi besteht, werden die dann stark porös tatsächlich. Wir gucken nochmal Zustand von dem Keilriemen hier. Sieht soweit aber auch ganz gut aus. Keine auffällige Risse. Ah gut, das kann man von hier aus schön sehen, ja. Genau. Klasse, Dankeschön. Und was ich eben schon erwähnt habe, ne, hier sind die Einpressmuttern, die haben die mir hier schon mal bei der großen Inspektion auf 2 Seiten eingesetzt, damit ich dann nämlich die mittlere Motorraumabdeckung dann auch nachträglich selber montieren kann. Ansonsten haben wir keine weiteren Auffälligkeiten. Dieser Schlauch wird an der Stelle auch vom Marder gerne mal gebissen, an der Unterhalb oder Oberhalb. Oberhalb sieht soweit ganz gut aus, Unterhalb sieht genauso gut aus tatsächlich. Ja. Ja, also die Unterbodenkontrolle hat er gut verstanden, muss ich sagen. Nur noch einmal die Traggelenke prüfen wir, ob die auffälligen Spiel haben. Ja. Auch hier darf ich sogar mit rein, ins Heilige Reich der Ersatzteile. Hallo. Genau, richtig. Und Dieselfilter, ne? Ja, und diese Filter. Die meisten Ersatzteile, sowie Verschleiß- und Wartungsersatzteile, haben wir alles auf dem Lager. Spezielle Ersatzteile wie Partikelfilter oder elektronische Bauteile müssen wir dann auf Kunden oder Wie hat sich da so die aktuelle Lage jetzt entwickelt? War ja, man hat ja viel gehört von den Problemen mit dem Chipmangel, dass also bestimmte Ersatzteile dann ja auch schwerer zu bekommen waren. Hat sich das ein bisschen normalisiert inzwischen? Geht so langsam im positiven Bereich tatsächlich. In dem einen oder anderen Bereich. Fest genau kann ich da nicht sagen. Ja. Nein, aber man merkt auch sonst eigentlich, dass sich so ein bisschen so allmählich eine Entspannung irgendwo. Deswegen fand ich das mal ganz interessant, ob das bei den Ersatzteilen auch so Es ist. ist schon etwas besser geworden. Ja. Genau, es ist besser. Es ist Licht am Ende des Horizonts. Eine kleine Fläche. Vielen Dank. Wunderbar, schönen Dank. Gerne. 140 PS, mehr Leistung brauche ich nicht. Also Ja. die 160 PS Variante, die dreht nur höher aus letzten Endes. Ne? Das ist je nachdem, bei den Wohnmobilen reicht tatsächlich, Kastenwagen reicht 140 deutlich aus. Ich fahre tatsächlich bewusst einen hohen Druck,
Ich weiß, mit niedrigerem Druck kriegt man mehr Fahrkomfort. Ich weiß, dass ihr mir gleich schon wieder Kommentare reinschreibt, aber mir ist es wichtiger, dass das dem Gewicht angepasst ist. Und der Fahrkomfort ist ehrlich gesagt trotzdem gut. Nachteil ist beim niedrigen Reifendruck, dass die Reifen sich auf der Außenseite schnell abfahren tatsächlich. Ja, die stehen dann entsprechend stärker auf der Außenkante. Und da hat man so ein typisches Tragbild. Ich meine, wir haben es jetzt gerade gesehen, bei den Reifen wäre es nicht mal schlimm gewesen, weil die werden jetzt Ende der Saison wahrscheinlich runterfliegen. Aber gut, hier wird an alles gedacht. Was haben wir da drauf? Und da haben wir 3,8 Bar drauf da. Hier ist der Reifendruck tatsächlich in Ordnung. 5 Bar. Der einzige. Der einzige. Der, wo ich eigentlich die größten Bedenken hatte, weil der hat früher immer gerne ein bisschen verloren. Und dann hat sich wahrscheinlich irgendwie das Ventil ein bisschen gesetzt, dann hat er aufgehört zu verlieren. Der hat tatsächlich noch vollen Druck. Die anderen haben alle ein bisschen was verloren über den Winter, ganz normal. Kontrolliert euren Luftdruck. So, da ist ein neuer Dichtring drauf. Das Öl ist ausgekleckert. Die Ablassschraube wieder rein. Filter. Und da kommt das schwarze Schaf schon wieder dem Boden näher. The Eagle has landed. Wir haben hier einen Euro 6 Motor, bei dem 0W30er Motoröl ganz wichtige Rolle spielt. Und aus dem Grunde, weil er höhere Motortemperaturen ab kann und auch eine größere Viskosität hat. Ja, das flüssige Gold, das Gute von Selenia. Im Kraftstofffilter ist logischerweise sind die Eingänge und Ausgänge vom Kraftstofffilter sowie der Kraftstofftemperatursensor, die Kraftstoffheizung und Wasserstandssensor. Der Stecker dafür ist noch dazu zum Lösen. Weil es kann sich immer mal ein bisschen Wasser im Diesel bilden. Und dafür ist das nämlich auch im Kraftstofffilter, dass der sich unten absetzen kann. Denn nichts ist schlimmer, als wenn Wasser eure Pumpe erreicht. Da sind so hohe Drücke und Wasser schmiert nun mal überhaupt nicht. Dann ist so eine Hochdruckpumpe ganz schnell kaputt. Wir lassen das erstmal auslaufen. Ja. Das ist der spannende Moment, auf den wir alle warten, weil da kommt jetzt gleich mein Dieselfilter zum Vorschein. Erstmal kommt noch mal der restliche Diesel raus. So, hier ist noch ein Teil Diesel drin. Können wir uns mal reingucken. Eine Lampe. Ja, der Diesel selber ist relativ klar geworden, aber das ist klar. Ich habe jetzt die Schockbehandlung ausgeführt, ne? Und der ist jetzt natürlich einmal komplett durch den Filter durchgespült worden bei den Fahrten, die ich jetzt gemacht habe. Das läuft ja immer durch Vorlauf, Rücklauf durch. Das heißt, die Schwebstoffanteile, die ich vorher gehabt habe, die sind hoffentlich jetzt alle im Filter hängen geblieben. Aber das ist auch deswegen so wichtig, den Filter zu wechseln. Denn wenn der irgendwann nicht mehr so durchgängig ist und nicht mehr genug Diesel durchkommt, dann habt ihr auch eine Unterversorgung vom Motor und das kann richtig Schäden verursachen. Genau. Zu einem würde das einmal, dass da Schäden zu den Richtung Injektoren und Nachfolge davon ist, wenn die Injektoren kaputt gehen, führt das dazu, dass die Regeneration vom Partikelfilter nicht richtig durchgeführt wird. Und hinter dem Partikelfilter befindet sich noch der Niederdruck-AGR-Ventil. Das bedeutet wiederum, wenn der Partikelfilter sich zersetzt, geht das durch den Niederdruck-AGR-Ventil, Hochdruck-AGR-Ventil, geht zum Turbolader und wiederum in den Motor. Es hat tatsächlich schon mal gegeben für Kunden, wo ein Richtung Motorschaden auch sogar geführt hat. Nur weil der Kraftstofffilter nicht rechtzeitig gewechselt worden ist. Solche Kleinigkeiten. Ne? Deswegen ist auch gerade bei unseren modernen Motoren, ihr habt das gerade gehört, was wir alles eingebaut haben. AGR-Ventil, den Dieselpartikelfilter und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die in den jüngeren Jahren jetzt in die Motoren reingekommen sind. Jetzt gucken wir aber erstmal den Dieselfilter. An den Dieselfilter kann man hier nur tatsächlich, man kann den nicht zerlegen leider. Man kann nur hier die Farbenausgleich sehen.
Das ist der alte. Ich hol mal den neuen. Das ist nochmal der alte. Ja, also alt, neu. Der hat seine Schuldigkeit getan, hat das wahrscheinlich sehr, sehr gut gemacht, seine Arbeit. Und jetzt bin ich aber froh, dass der neue reinkommt. Das ist auch schön ein. Auch schon ein Grund, weshalb ich das in der Werkstatt machen lasse. So eine Nuss habe ich nicht. Nur mal so von der Größe her hier, ne? Da sind wir in der Größe 50. Wer hat sowas zu Hause? So, jetzt haben wir den Kraftstofffilter gewechselt. Das Behälter ist allerdings noch leer. Und leider machen das viele Werkstattkollegen verkehrt, dass sie einfach versuchen, das Auto zu starten. Und damit dann voll laufen zu lassen. Genau. Und damit das voll laufen zu lassen. Dabei wird leider die Hochdruckpumpe nicht eingeschmiert und es entsteht ein unheimlich viele Verschleiß, was sich im Folge der Jahre dann als Nachwirkung auf die Injektoren oder andere Ersatzteile dann einwirkt. Jetzt machen wir, das Fahrzeug hat, der Ducato 2,3 Liter Motor hat eine Intankpumpe. Wir machen grundsätzlich 5 bis 10 Mal die Zündung mehrmals an und aus. Dann springt er dann sofort ein quasi. Ja. Das ist tatsächlich, ich habe schon Videos gesehen von Leuten, die dann Selbstbauanleitungen gemacht haben dafür, diese Filter wechseln, und die haben das Ding einfach orgeln lassen bis zum geht nicht mehr, bis er dann irgendwann anspringt. Aber das kann man sich vorstellen, ne, bei den hohen Drücken, die wir da haben, dass das auf die Injektoren geht. Ich habe das tatsächlich auch selber erlebt, dass die Injektoren kaputt gegangen sind von Kundenfahrzeugen, wo klar der Kraftstofffilter gewechselt wurde. Ja. Jedes Mal, wenn er angeschaltet wird, wird dann nämlich einmal kurz die Förderpumpe angeschmissen. Die muss ja natürlich normalerweise nur eine kleine Menge fördern, um wieder Druck aufs System zu bringen. Wenn man das jetzt ein paar Mal öfter macht, 10 Mal, dann hat man natürlich damit dann auch den Dieselfilter wieder voll und der springt sofort an. Da war ich jetzt nicht bereit mit der Kamera, das macht aber auch nichts. Der ist sofort angesprungen. Also er hat ihn jetzt wirklich 10 Mal durchgestartet, ohne tatsächlich den Anlasser zu betätigen. Und als er ihn jetzt wirklich durchgedreht hat, ohne Zeitversatz, sofort ist das Auto angesprungen. Jetzt haben wir das Fahrzeug ungefähr 10 Sekunden laufen lassen, damit der Öldruck aufgebaut ist und der Ölfilter natürlich auch gleichzeitig aufgefüllt ist. Jetzt können wir nachher, nachdem wir das Fahrzeug abgebaut haben, auf dem Boden nochmal den Ölstand genau prüfen. Genau, und dann sehen wir, welchen Füllstand wir wirklich haben. Ne? Genau. Das ist jetzt genau zwischen Min und Max. Ich fülle gerne bis auf 3/4 voll, weil ich weiß, dass das Fahrzeug auch ein bisschen Öl verbraucht. Somit muss der Kunde nicht kurz nach dem Werkstattbesuch Ölstand wieder gleich nachfüllen. Genau. Schluck aus der Pulle. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Das ist genau die Menge, die er hinten dann aus dem Fass abgefüllt hat. Also er hat das so gut im Händchen gehabt, dass die Menge exakt aufgegangen ist. Das stimmt sogar. So. Manchmal muss man das paar Mal sauber machen, peilen, weil das nicht richtig zeigt. Damit man wirklich ein eindeutiges Ergebnis hat. Aber so sollte das perfekt sein. Ja. Und da kommt der wichtige Stempel. Wann ist es wieder fällig? So wie beim TÜV, ne? Den habe ich ja auch übersehen, dass der jetzt schon im nächsten Monat schon fällig ist. So, und Fiat sieht dann natürlich auch einen entsprechenden Detailplan vor. Das wird hier sauber geführt, abgehakt, was ist gemacht, was war gar nicht fällig. Und das kriege ich auch jedes Mal mit. Das war bei der ersten Inspektion schon genauso. Ja, die Batterie ist auch gut geladen inzwischen. Da blinkt nur noch die letzte Diode. Ganz ungewohnt auf dem schwarzen Schaf auf dem Beifahrersitz. Während der Profahrt gucken wir, ob das Fahrzeug im Spur bleibt tatsächlich. Hier haben wir ungefähr eine gerade Strecke und wie er sich bei unterschiedlichen Fahrt verhält, das Fahrzeug. Unterschiedliche Lastzustände und ob das Lenkrad beim Bremsen so wie beim Fahren auch vibriert. Ja, das ist immer ein Zeichen für
Schlag in der Bremsscheibe, wenn es dann anfängt Genau. zu vibrieren oder irgendwas an der Fahrwerksaufhängung. Kriegt man auch ganz gut hin, wenn man die Bremse zu heiß bremst und das Fahrzeug dann sofort hinstellt, ohne die Bremse wieder kalt zu fahren. Dann könnt ihr euch guten Schlag mal in die Scheibe reinfahren. Gerade beim Bergabfahren Ja. erleben wir da bei den Wohnmobilkunden öfters mal, dass die Bremsen ziemlich einen hohen Ja. Seitenschlag haben. Ja, das ist auch schon Bergabfahren. Die Fahrzeuge haben wirklich ihre 3,5 Tonnen oder sogar mehr, wenn es dann entsprechend dann die größeren Fahrzeuge sind. Und dann so Bergabfahrt, das geht schon richtig dann auf die Bremse. Da muss man viel Motorbremse fahren und ansonsten kurzes, kräftiges Runterbremsen. Dann vielleicht auch sogar deutlich mehr, als ihr eigentlich wollt. Aber damit danach die Bremse wieder abkühlen kann, bis ihr sie das nächste Mal betätigen müsst. So, ihr seht Flensburg-Kiel, das ist alles nicht weit. Neumünster, 14 Kilometer. Wir sind hier im Zentrum Schleswig-Holsteins. Also wer ein Fiat-Fahrzeug entsprechend zur Wartung hat, da seid ihr bei H-Mobile richtig gut aufgehoben. Und von überall her in Schleswig-Holstein eigentlich mit einer kurzen Fahrtstrecke gut zu erreichen. Schon so langsam bekommen wir wieder Fahrzeuge aufgrund der aktuellen Lieferschwierigkeiten. Also aber die auch, Situation wird da auch tatsächlich inzwischen etwas entspannter. das wird auch tatsächlich entspannter. Zeuge dafür ist, dass ich heute 2 neue Fahrzeuge bekommen habe. Da vorne, zweimal neuer Fiat Ducato. Das ist dann Modell 8. Modell 9 ist noch gar nicht raus, ne? Modell 9 ist noch nicht raus, ist Ja. aber bestellbar. Ja, bestellbar ist er schon. Ab wann kommen die Fahrzeuge voraussichtlich? Die sind voraussichtlich im Dezember lieferbar. Ja, Genau, Dezember momentan ist noch ein bisschen hin. Ne? Also vielleicht kriegen wir irgendwelche Vorserienmodelle auf dem Caravan-Salon dann schon mal präsentiert. Aber ansonsten, dass die Modell 8 allmählich dann auch wirklich verfügbar sind und ankommen, das ist ja schon mal Gold wert. Genau, Ja. richtig, ja. Ja. So, hier haben wir dann Gebrauchtfahrzeuge. Das sind Gebrauchtfahrzeuge, die wir in Zahlung bekommen oder zurück vom Leasingfahrzeug zurückbekommen. Ja. Die präsentieren wir dann hier vorne. Ja. Hier ist unser Kundenparkplatzbereich. Die ist momentan einigermaßen wieder voll. Ja. Da kann ich. Ansonsten sieht man auch auf dem Hof hier unheimlich viele Wohnmobile bei euch. Das ist tatsächlich, heute ist, oder dieser Anfang dieser Woche ist ziemlich ruhig. Letzte Woche haben wir hier keinen Platz gehabt, um zu parken. Langes Ja, Wochenende die wollte wollten alle jemand zum langen natürlich Wochenende dann ihre Fahrzeuge dann betriebsbereit haben. Genau, ne? richtig, Ja. Genau. Ja, nachzuvollziehen. Ja, man merkt schon, der Fiat Ducato ist halt eines der häufigsten Plattformfahrzeuge. Also aus dem Grunde tatsächlich, es spielt Citroën und Peugeot gibt es auf dem Basis auch. Das hat, wird auch günstiger angeboten als wie der Ducato. Ja. Hat auf jeden Fall andere Hintergründe. Der Ducato 2,3 Liter Motor wird im Wohnmobilbereich ist der größte Motor. Ist ziemlich robuste Motoren. Ja. Ich kann so aus Erfahrung sprechen. Wir haben hier Spediteurfahrer, die fahren pro Jahr 200.000 Kilometer und der letzte Spediteurfahrer, der hatte 845.000 Kilometer mit Auf ein 2,3 Liter, 140 PS. 150 PS. 150 genau, PS. richtig, ja. Von PS-Anzahl, gut, Ja. das ändert sich, aber an sich ist der Grundmotor, Der Grundmotor ist derselbe. ist derselbe ja. und auch die Einspritzung ist fast. Seit 2005 sind wir hier alles Nutzfahrzeuge und Wohnmobilspezialisten, alles Servicepartner vom Fiat vorhanden. Ja. Wir haben dementsprechend auch die Erfahrung mit dem ganzen Wohnmobilen, mit den Transportern. Und seit kurzem habe ich tatsächlich alles langjährige Mitarbeiter, die Firma von Herrn Warnemünde übernommen. Und das läuft an sich 1:1 weiter und wir versuchen noch bessere Leistungen, mehr Kundenkomfort da rauszuholen. Ja. Also das ist auch alleine ein Punkt hier. Die haben sich hier wirklich auf Nutzfahrzeuge und das ist ja auch die Basis für unsere ganzen Wohnmobile spezialisiert. Die sind hier wirklich da ganz, ganz stark dann ausgerichtet. Man hat es gemerkt an solchen Details wie ich flute den Dieselfilter, indem ich 10-mal die Zündung anmache und nicht indem ich einfach orgel, bis der Filter dann vollgelaufen ist. Also da glaube ich, da seid ihr wirklich hier bei Mobile Harm in guten Händen, wenn ihr euch dann hierher begebt. Ja. Ne? Wir machen auch Verkauf halt, wie ich schon auch am Anfang gesagt hatte, dass wir Neuwagen sowie Gebrauchtwagen handeln. Je nachdem, nach Kundenwunsch wird auch Verkauf gleichzeitig gemacht. Und jetzt kommt noch mal ein Disclaimer von mir. Da oben steht enthält bezahlte Werbung, weil ich werde hier nicht dafür bezahlt. Ich habe gesagt, ich möchte gerne in der Werkstatt ein bisschen filmen mit dem Dieselfilter, habt ihr alles gesehen. Und als Gegenleistung mache ich gerne ein bisschen kostenlose Werbung. Und nachdem ich das in der Werkstatt alles gesehen habe, mache ich es jetzt noch lieber, weil die machen wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit hier.
Vielen lieben Dank. Ja, das war ein ereignisreicher Tag. Das fand ich sehr spannend. Bei euch in der Werkstatt über die Schultern gucken zu dürfen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Also geht jetzt nicht alle plötzlich auf euren Fiat Professional Partner los und ich will auch daneben stehen. Da habe ich natürlich hier ganz lieb und nett erstmal gefragt, ob das auch in Ordnung ist und auch gerade mit den Dreharbeiten. Nicht jeder möchte auf Video. Das haben wir dann auch entsprechend berücksichtigt. In diesem Fall hat der Chef persönlich geschraubt bei mir, denn er mochte auch aufs Video gehen. Aber insgesamt, ihr habt hier eine echt tolle Crew. Das hat heute echt Spaß gemacht mit euch. Vielen lieben Dank. Tatsächlich, wie Sie schon sagen, lassen wir, außer es ist eine Ausnahme, dass der Kunde sich das Fahrzeug von unten anschauen will, dann holen wir den Kunden dazu. Ja. Ansonsten bei der Reparatur ist das nicht erlaubt, Kunden dabei zu haben. Und das hat mit Ihnen auch ganz gut geklappt, muss ich offen gestehen. Ja, ich habe zugesehen, dass ich nicht im Weg rumstehe, dass ich ein offenes Auge habe und dann auch aus dem Weg springe, wenn irgendwo mal was ist. Und ich habe natürlich auch vorher eine Einweisung gekriegt, dass ich dann auch weiß, was hier wo wie zu beachten ist. Ne? Wo H-Mobile zu finden ist, das verlinke ich euch natürlich hier unter der Videobeschreibung. Wer genau aufgepasst hat, es ist natürlich auch in den Drohnenaufnahmen einmal mit drin. Da habe ich schön das Firmenschild abgefilmt. Und dann könnt ihr euch da auch die Telefonnummer und die Kontaktdaten raussuchen. Für mich seid ihr die Werkstatt der Wahl. Also auch bei der nächsten Inspektion werde ich wieder hier auflaufen, dann in 2 Jahren. Ich habe ja eben schon über die Schulter geschielt, was da eingetragen worden ist. In 2 Jahren bin ich wieder dran. Und dann bin ich gerne wieder hier in Bad Bramstedt. Und ich hoffe, dass ich vorher nicht kommen muss, weil das hieße, dass das schwarze Schaf eine Malaise hat. Ich hätte mir noch gewünscht, dass ich den Dieselfilter von der aus dem Tank heraus angeströmten Seite besser hätte sehen können. Aber das ist durch die Bauart des Filters nicht möglich. Aber wir haben gesehen, dass da doch ein deutlicher farblicher Unterschied ist. Okay, das wäre wahrscheinlich bei einem Dieselfilter nach knapp 3 Jahren auch so schon der Fall gewesen. Ich weiß nicht, ob er jetzt regulär in der kleinen Inspektion überhaupt schon dran gewesen wäre oder ob der erst bei der nächsten großen Inspektion dann nach regulärem Wartungsplan dran gewesen wäre. Aber ich habe jetzt auf alle Fälle wieder einen sauberen Dieselfilter im System, habe die Schockbehandlung dann entsprechend des Tanks gemacht und fühle mich damit jetzt eigentlich wieder gewappnet und auf der sicheren Seite. War sehr interessant. Ich habe auch einiges Neues gelernt in der Werkstatt. Also da nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Tekin, dass er mir das möglich gemacht hat, da einfach mal über die Schulter zu gucken. Highlights aus der Werkstatt, das ist das nächste Video, das kommen wird. Denn Tekin hat mir so viel gezeigt in der Werkstatt, was ich auch wirklich interessant fand. Das passt nicht mehr in ein Video, das sind mindestens 2 Videos. Und ich habe dann an dem Tag auch noch eigentlich völlig ungeplant die TÜV-Prüfung gemacht und dafür brauchte ich auch noch die Gasprüfung. Auch die habe ich mit Tekin gemacht. Auch das wird ein eigenständiges Video, auf das ihr euch jetzt schon freuen könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ich freue mich über jedes eurer Abos und ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.